Schön, dass du eingeschaltet hast hier auf unserem Kanal. Heute wollte ich mal über den Begriff Yoga sprechen. Was bedeutet eigentlich Yoga? Hast du dich das vielleicht auch schon mal gefragt? Und ja, wenn wir uns das Wort Yoga anschauen, kommt es auch original aus der alten vedischen Kultur, aus der Sanskrit-Sprache. Die Veden sind in Sanskrit verfasst und so ist auch das Wort Yoga aus dieser alten Tradition. Und Yoga bedeutet übersetzt Verbindung. Und ja, diese Verbindung kann man durch Yoga erreichen. Aber welche Verbindung ist damit gemeint? Wenn wir uns heute in der heutigen Kultur oder hier speziell in Deutschland uns einmal die Yoga-Szene anschauen, sehen wir, dass das Wort in aller Munde ist. Und jeder benutzt dieses Wort oder jeder hat es schon mal ausprobiert oder jemand hat es schon mal gemacht. Wir sehen überall Yoga-Studios, wir sehen Menschen, die Yoga praktizieren. Wir sehen auch Leute über Yoga sprechen und über alle möglichen Arten von Yoga. Es gibt ganz verschiedene Yoga-Arten, Yoga dies, Yoga das, ganz verschiedene Namen. Aber im Endeffekt sehen wir, was alle machen ist, sie praktizieren Yoga, aber keiner weiß so wirklich, was Yoga eigentlich bedeutet und hinterfragen auch, was ist Yoga, wo kommt es her? Und wenn man die Leute fragt, was machst du denn bei diesem Yoga, dann geht es meistens darum, dass sie dir erzählen wollen, es geht um Atemtechniken, um Sitztechniken, um vielleicht eine Art der Meditation, aber heutzutage leider sehr billig geworden, geht es ehrlich gesagt um Sport. Sogar Sportvereine bieten heutzutage Yoga an, aber ist das wirklich der wahre Yoga? Und kann man dort bei so einem Training sozusagen, kann man da wirklich Yoga praktizieren? Nein, kann man nicht. Weil die meisten Leute sich nämlich nicht tiefere Fragen stellen. Was mache ich hier eigentlich? Was ist eigentlich der Sinn von Yoga? Und das wird in den alten vedischen Weisheiten erklärt. Da wird erklärt, dass es verschiedene Zeitalter gibt und es gibt 4 Zeitzyklen, die sich im Kreis drehen, so wie Frühling, Sommer, Herbst und Winter, wie die Jahreszeiten. Und das wirkliche Yoga, was heute kopiert wird, gerade von der westlichen Kultur oder auch in diesen Yoga-Studien, ist Yoga aus dem ersten Zeitalter, das eigentlich mystisches Yoga, was dich eigentlich dazu bringen soll zur Vollkommenheit. Du meditierst über dich, über dein Inneres und du sollst durch eine Art von Yoga etwas finden, nämlich in deinem Herzen. Und was soll der Yogi da finden? Er findet erstmal sich selbst, nämlich nicht in Form dieses Körpers, sondern er sieht, wie er den Körper beherrscht, wie er in diesem Körper ist und wie er in diesem Körper im Einklang mit den Sinnen und mit seinem Geist tiefer geht und dann kommt er in seinem Herzen auf etwas, was er dann verborgen ist und heutzutage für viele Menschen unerreichbar scheint oder nicht sichtbar scheint, nämlich was sie selbst sind, nämlich die spirituelle Seele. Und die spirituelle Seele belebt alles und wenn wir sie entdecken, können wir noch tiefer gehen. Und dann können wir im gleichen Herzen, wo wir als individuelle Seele sitzen, gibt es noch eine Seele, nämlich die Überseele im Herzen. Und die Überseele im Herzen kann wahrgenommen werden überall, auch außerhalb des Yogas oder außerhalb der Meditation. Nämlich in allen Lebewesen, die hier in dieser Welt leben. Menschen, Tiere, Pflanzen, alles was lebt, alles was für eine gewisse Zeit da ist und alles was aktiv ist. Da steckt eine Überseele drin und das ist sozusagen für uns als Yogis soll es die Verbindung sein zu der Göttlichkeit. Dass wir verstehen, okay, wir sind Teil dieser Göttlichkeit und diese Göttlichkeit sitzt auch in uns und wir können uns durch sie führen lassen. Und wenn wir diese Göttlichkeit akzeptieren und wahrnehmen, in uns selbst erstmal und dann im Außen, dann können wir auch das große Ganze, was uns um uns herum ist, können wir dann auch verstehen, wie zum Beispiel diese Welt oder das Universum. Und wir können uns tiefere Fragen stellen und wirklich fragen, wer hat das hier erschaffen, wo kommt das eigentlich her und wo komme ich eigentlich her? Und dann kommen wir auf das Göttliche und das Göttliche möchte auch erkannt werden. Und Yoga soll uns eigentlich dazu führen, dass wir das Göttliche erkennen und hinterfragen und uns dann Fragen stellen, gibt es einen Schöpfer, gibt es Gott oder gibt es keinen Gott? Und in der heutigen Yoga-Szene wird kaum über Gott gesprochen oder gar nicht über Gott gesprochen. Oder es wird sogar so dargestellt, dass das Göttliche, was man da finden kann,
in Form von Spiritualität, dass diese Göttlichkeit unpersönlich ist, eine Energie ist, formlos ist und sie hat keinen Namen. Und das ist sozusagen der große Fehler in der heutigen Yoga-Szene oder in der spirituellen Szene. Und ja, zurück zum wahren Yoga. Es gibt, in den Veden wurde erklärt, dass in jedem Zeitalter von diesen 4 Zeitzyklen gibt es eine Art von Yoga. Etwas, was man machen kann, um wirklich Gott zu entdecken, Selbsterkenntnis zu entdecken und dadurch dann Gott zu erkennen. Und diese Art von mystischen Yoga, die heute praktiziert wird oder was sich viele Menschen einbilden, dass sie es praktizieren durch ihr Möchtegern-Yoga, was sie irgendwo gelernt haben in irgendeiner Yogaschule oder diese Art der Meditation, ist eigentlich mystisches Yoga. Und dieses mystische Yoga und die Vollkommenheiten offenbaren sich aber nur dem, der sie wirklich auch rein praktiziert. Und das ist eigentlich nicht der Vorgang für dieses Zeitalter, in dem wir jetzt leben. Das ist im ersten Zeitalter. Wir leben jetzt im 4. Zeitalter. Und im 4. Zeitalter wird beschrieben, dass dieses mystische Yoga gar nicht durchführbar ist, weil es sehr schwer ist, seinen Geist zu kontrollieren, seine Sinne zu kontrollieren. Aber der höchste Herr in seiner göttlichen Güte hat uns einen Vorgang gegeben, nämlich den Form des Bhakti-Yogas. Und Bhakti-Yoga speziell gibt es einen speziellen Vorgang, wo man Gott sehr leicht erreichen kann. Und das kann jeder schaffen, kinderleicht, durch Mantra-Meditation über die Herrlichkeiten des heiligen Namens des Herrn. Dass wir zum Beispiel den Maha-Mantra chanten. Und das ist ein Vorgang des hingebungsvollen Dienstes, plus dass wir verstehen, dass Yoga eigentlich, und das ist auch heutzutage auch ein Geheimnis, dass man denkt, okay, ich muss mir eine Yogamatte kaufen, ich muss mir einen schönen Platz suchen zu Hause, vielleicht noch einen kleinen Platz oder einen Altar oder setze mich vor eine Kerze oder gehe in den Wald oder was auch immer. Und ich brauche auf jeden Fall diesen Ort und dann kann ich da Yoga in Ruhe praktizieren, am besten alleine so. Aber eigentlich Yoga soll etwas sein, was praktisch ist und was uns 24 Stunden immer begleiten kann. Wirklicher Yoga, auch in Form von Bhakti-Yoga, das, was ich zum Beispiel praktiziere oder versuche zu praktizieren, ist ein Yoga, was mich den ganzen Tag von früh bis abends begleitet und am nächsten Tag auch wieder. Alles, was wir machen tagsüber, ist eine Art von Yoga, weil es geht ums Bewusstsein. Und dieses Bewusstsein kann man nur halten, wenn man früh morgens, das Erste, was man macht am Tagesablauf, dass man sich niedersetzt und Mantra-Meditation praktiziert, dass man Mantras rezitiert, den Maha-Mantra chantet, ihn sagt, ihn hört und darüber meditiert, über die göttliche Form meditiert, über die Seele, über die Überseele und dann über die höchste Form, nämlich über Krishna selbst, dass wir wissen, wie er aussieht. Und er ist wunderschön, er ist super anziehend, er ist der Allanziehende, von ihm geht alles aus und er zieht alles an. Und genauso kann er auch unsere Meditation annehmen, unseren Dienst entgegennehmen in Form von Bhakti-Yoga. Und das ist ganz einfach. Jeder kann das ausprobieren und jeder kann in diese Verbindung kann er wieder eintreten. Und das ist das, was Gott oder Krishna eigentlich von uns möchte, dass wir uns ihm wieder zuwenden und nicht ihm den Rücken zeigen und uns ihm abwenden. Das ist nicht der Yoga, der eigentlich oder wofür Yoga gedacht ist. Yoga ist dafür gedacht, dass wir uns Gott wieder zuwenden. Wir gehen einen Schritt Richtung zur Göttlichkeit und die Göttlichkeit wird uns helfen, noch näher ihr zu kommen. Und die Göttlichkeit wird sich offenbaren. Und selbst für jemanden, der total atheistisch ist, wenn er sich mit Yoga beschäftigt, mit der Philosophie dahinter, wird er an der Göttlichkeit und an der Höchstpersönlichkeit Gottes nicht vorbeikommen. Und das ist eigentlich der Sinn von Yoga. Aber heutzutage sehen wir, es ist leider ein kleines Mysterium und viele Leute spekulieren rum, welches Yoga jetzt nun das Beste sei oder welche Art von Meditation die beste sei. Und dann kommen wir mit unseren alten, jahrtausendalten Schriften und sagen, hier ist ein Weg, das ist eine perfekte Anleitung, wie du Yoga praktizieren kannst, in Form von einem Yoga, der den ganzen Tag ablaufen kann, nicht nur in deiner stillen Meditation. Und benutzt doch bitte Mantras dazu, die dir helfen, durch spirituellen Klang dein Bewusstsein zu reinigen, zu läutern und zu fokussieren. Und meditiere doch wirklich über die höchste Form und denk dir nicht irgendwas aus. Wie heutzutage gesagt wird, meditiere über sonst was dich glücklich bringt. Aber was macht uns wirklich glücklich? Eigentlich die Meditation über den höchsten Herrn würde uns eigentlich richtig glücklich machen. Aber dazu müssen wir ihn kennenlernen und verstehen. Und weil wir ihn nicht kennen, können wir nicht über ihn meditieren. Und dazu sollten wir die vedischen Weisheiten zu Rate ziehen, weil sie erklären uns im Detail,
wie das alles funktioniert, als perfekte menschliche Anleitung und wie wir in Form durch Yoga mit ihm wieder in Verbindung treten können. Genau. Und das ist sozusagen der tiefere Sinn von Yoga.